Barrierefreie Präsentationen zu erstellen, ist nicht kompliziert. Hier zeigen wir Ihnen, wie es in Microsoft PowerPoint funktioniert. Für einen grundsätzlichen Überblick zum Thema barrierefreie Gestaltung empfehlen wir ergänzend das Video Barrierefreies Layout in Microsoft Office. Sehen wir uns nun Schritt für Schritt an, wie man in PowerPoint Version 2021 vorgeht. Zuerst legen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Präsentation unter Ansicht im Folienmaster fest. Unter Schriftarten legen Sie zentral die Schriftart fest, in den Folienlayouts die Position der Platzhalter für Folientitel, Texte oder Bilder. Vermeiden Sie es, relevante Informationen in der Fußzeile zu platzieren. Als nächstes vergeben Sie unter Datei Informationen einen Dokumenttitel. Rechts unter Eigenschaften fügen Sie den Titel ein. Nun kann es mit der Erstellung der Präsentation losgehen. Über Neue Folie fügen Sie eine Folie im gewünschten Layout hinzu. Damit Personen mit Sehbeeinträchtigung, die Assistenzsoftware wie zum Beispiel einen Screenreader verwenden, sich in der Präsentation orientieren können, geben Sie jeder Folie einen Folientitel. Benutzen Sie hierfür stets den vorgesehenen Platzhalter. Um Ihrer Präsentation ein Bild oder eine Grafik hinzuzufügen, wählen Sie das entsprechende Symbol in einem leeren Platzhalterfeld aus. Außerdem benötigen Bilder einen sogenannten Alternativtext, der mit Hilfe des Screenreaders den Bildinhalt wiedergibt. Diesen fügen Sie hinzu, indem Sie mit einem Rechtsklick auf Ihrer Abbildung das Kontextmenü und hier Alternativtext bearbeiten aufrufen. Rechts geben Sie den Text ein. Handelt es sich bei Ihrem Bild um ein Schmuckelement ohne Informationsgehalt, kennzeichnen Sie es als dekorativ. Es wird nun vom Screenreader übersprungen. Falls Sie mit Freiformen oder Smart Arts arbeiten, sollten Sie diese vor dem PDF-Export in eine Grafik umwandeln, da sie sonst im PDF vom Screenreader nicht als zusammenhängendes Bild erkannt werden. Dazu markieren Sie Ihr gesamtes Schaubild und wählen mit Rechtsklick als Grafik speichern. Anschließend löschen Sie das Schaubild, laden über Bild die soeben gespeicherte Grafik und geben ihr einen Alternativtext. Auch Videos benötigen einen Alternativtext sowie Untertitel, damit auch Menschen mit Beeinträchtigung des Gehörs folgen können. Listen sollten Sie stets mit den Werkzeugen für Aufzählungen oder Nummerierungen anlegen. Auch Tabellen erstellen Sie mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug. Zuerst legen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten fest. Anschließend fügen Sie Ihre Daten ein. Unter Tabellenentwurf weisen Sie die Überschriftenzeile der Tabelle als solche aus. Auch Ihre Tabelle benötigt einen Alternativtext. Dazu mit Rechtsklick Alternativtext bearbeiten aufrufen. Damit die Vorlesesoftware Ihre Präsentation mit der korrekten Sprachbetonung vorliest, legen Sie unten in der Statusleiste die Dokumentsprache fest. Zum Schluss prüfen Sie die Lesereihenfolge. Öffnen Sie unter Anordnen den Auswahlbereich. Hier sehen Sie die Reihenfolge der Folienelemente, wie sie vom Screenreader vorgelesen wird. Achtung! Das unterste Objekt wird zuerst vorgelesen. Sollte die Reihenfolge nicht stimmen, ziehen Sie das jeweilige Objekt mit gedrückter Maustaste an die korrekte Position. Abschließend können Sie unter dem Menüpunkt Überprüfen Ihr Dokument auf Barrierefreiheit prüfen. Rechts sehen Sie das Prüfergebnis. Durch Klicken auf eine Fehlermeldung springen Sie an die Stelle im Dokument und können den Mangel beheben. Falls Sie Ihr Dokument als PDF exportieren möchten, wählen Sie das Dateiformat PDF aus und über die Schaltfläche Optionen die folgenden Spezifikationen für den Export: Dokumenteigenschaften und Dokumentstrukturtext für Barrierefreiheit. Deaktivieren Sie Text als Bitmap speichern. Anschließend können Sie Ihr PDF in Adobe Acrobat Pro finalisieren. Wie Sie das tun, erfahren Sie im Video Barrierefreie PDFs.
Noch ein Hinweis: Falls Sie mit Microsoft Office 365 arbeiten, können Sie Ihre Präsentation während des Vortrags live untertiteln lassen. Dazu wählen Sie unter Bildschirmpräsentation die Untertiteleinstellungen und legen die Sprache für Präsentation und Untertitel fest. Aktivieren Sie außerdem die Funktion Immer Untertitel verwenden. Bei Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie unter chancengleichheit@uni-leipzig.de.